Ja, damit herzlich willkommen im zweiten Part dieses Piano-Tutorials zu Leise rieselt der Schnee. Wenn du den ersten Part letzte Woche nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir, dir diesen anzuschauen. Also ich habe ihn hier oben nochmal verlinkt. Da zeige ich dir die Grundmelodie und eine Variante, wie man dieses Stück spielen kann. Und in diesem Part jetzt werden wir uns noch eine zweite Variante anschauen. Und zwar die, die ich dir eben schon mal so leicht vorgespielt habe. Ganz wichtig, guck dir Part 1 an, damit du überhaupt jetzt hier weißt, was du machen musst. Weil ich jetzt auch die rechte Hand natürlich jetzt nicht nochmal extra wiederholen werde in diesem Part. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Also im letzten Video hatte ich dir ja das hier gezeigt, ne? Ähm, Und jetzt werden wir die linke Hand, die Begleitung, etwas anders spielen. Und zwar werden wir hier natürlich immer noch dieselben Töne spielen. Ja, wir spielen immer noch F, ja, wir spielen immer noch C, immer noch B und so weiter. Aber wir spielen jetzt also hier nicht in diesem Walzeranschlag, nenne ich ihn immer, sondern wir spielen hier, beziehungsweise mit der rechten Hand dazu, wir spielen hier immer diesen Akkord aufwärts. Ja, wir spielen also F-Dur aufwärts, B-Dur aufwärts, C-Dur aufwärts und so weiter. Das heißt jetzt also, wenn wir zum Beispiel F-Dur aufwärts spielen wollen, und zwar hier hoch, dann brauchen wir natürlich beide Hände an der Stelle, ja? Weil, ja, hier müssten wir jetzt mit der linken Hand ja noch springen. Das ist viel zu umständlich, deswegen können wir hier die rechte Hand mit dazu nehmen. Und das ist im Prinzip die Art und Weise, wie man diese Art der Begleitung von Leise rieselt der Schnee hier in dieser Version spielt. Deswegen, weil wir die rechte Hand ja eigentlich hier immer mit dazu nehmen, werde ich dir in diesem Part auch wirklich beide Hände gleich zusammen zeigen, wie wir die zusammenspielen. Ne? Normalerweise sage ich erst rechte Hand, dann linke Hand üben. Das macht aber hier an der Stelle keinen Sinn, weil wir wirklich beide Hände immer zusammen brauchen. Und wir hatten ja im Part 1 auch schon die rechte Hand einzeln geübt und die linke Hand einzeln. Ne? Also die Akkorde, die Töne müsstest du ja jetzt kennen. Ne? Du weißt ja jetzt inzwischen, dass wir hier F-Dur brauchen, dann brauchen wir C-Dur, ja, dann brauchen wir wieder F-Dur, dann B-Dur. Das ist ja alles gleich geblieben. Und jetzt fangen wir mal einfach an mit dem ersten Part. Und zwar spielen wir das hier unten. Ich empfehle dir dann später, das auch mal hier oben zu üben, weil es oben wirklich einfach noch ein bisschen schöner klingt, wie ich finde, meiner persönlichen Empfindung nach. Und das wäre schon der erste kleine Unterabschnitt hier. Wir spielen F-Dur, ja, und wir spielen F, C, F an der Stelle. F, C, F, ja. Wir machen also nichts anderes, als dass wir diesen F-Dur-Akkord spielen, aber wir spielen die Oktave hier oben noch mit und lassen hier dieses A weg. Ne? Das ist einfach der F-Dur-Akkord, aber mit der Oktave hier mitgespielt. F, C, F. Und jetzt nehmen wir die rechte Hand gleich mit dazu und spielen hier C, F und das A. Okay? Das Schöne hierbei ist, es ist eigentlich sehr einfach, mit beiden Händen zusammenzuspielen. Ne? Deswegen sage ich, diese Variante ist gar nicht so schwer. Eventuell fällt dir die erste Variante sogar ein bisschen schwerer. Vielleicht fällt dir die hier leichter, ja. Also es ist nicht unbedingt jetzt schwerer als im Video davor, ne? Weil wir ja wirklich zusammenspielen. Alleine, 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 alleine. Wir spielen immer zusammen. Und dann spielen eigentlich hier einfach die Finger nacheinander. Und das muss auch wirklich in dem Rhythmus und in der Geschwindigkeit passieren, ne? Wir können jetzt hier nicht lange überlegen, was muss jetzt die rechte Hand spielen, sondern das soll wirklich fließend klingen. Ja, als wären wirklich, als würdest du gar nicht mit zwei Händen spielen, sondern als würdest du hier wirklich mit einer Hand nacheinander spielen. Ein fließender Übergang. Dann geht's weiter. Mit diesem Part hier, also wir spielen wieder gleichzeitig das C und hier das G.
Ne, die linke Hand spielt C, G, C. Wieder, wir sind immer noch C-Dur. Ja, vorher hatten wir das hier und jetzt spielen wir es halt so, ne? Das ist der Unterschied. C, G, C. Und die rechte Hand spielt dabei gleichzeitig das hier. Ja, also zusammen, zusammen, alleine, zusammen. Und dann rechte Hand alleine weiter. Und dann F. So, und das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt spielen wir also wirklich hier F-Dur aufwärts und nehmen die rechte Hand mit dazu, ne? Also wir spielen F-Dur. Einmal den kompletten F-Dur-Akkord mit dem F hier oben. Und jetzt spielen wir auf der rechten Hand noch G, A, C, F. Ja, das ist einfach hier einmal der F-Dur-Akkord aufwärts. Das kannst du wirklich einfach mal üben, das hier so auch anzuschlagen, ja? Wirklich hier mal diesen F-Dur-Akkord so aufwärts zu spielen. Auch gerne dann ein bisschen schneller werden. Das ist es schon. Also das ist schon der ganze erste Abschnitt hier. Ich spiele jetzt nochmal einmal komplett vor. Wir starten also wie immer hier beim A. Gleichzeitig spielt hier das F. Ich spiele es dir mal ganz langsam vor. Jetzt springen wir hier zum C und hier zum G. Und jetzt F. F-Dur, ne? Okay. Bis dahin. Dann geht's weiter. Mit diesem Part hier. Also wir fangen erstmal an mit B-Dur. B-Dur spielen wir so. Einmal aufwärts, also auch wieder. Das ist der B-Dur-Akkord, ja. Und jetzt nehmen wir einfach das B hier oben noch mit dazu. B-Dur und das spielen wir einfach einmal aufwärts. Auch so wie ich das mache, ja. Gerne nicht hier unten die Tasten anschlagen, so als Hinweis, sondern geh hier ruhig hoch in die Tasten. Also in dieses D und das F, weil sonst kommen wir ja hier nicht mit dem Daumen hin. Ne? Wenn wir hier unten sind, dann müssen wir ja hier irgendwie uns schon ein bisschen verrenken, hochbewegen. Also ich empfehle dir hier wirklich sehr tief in diesen Tasten zu stehen, dann ist es einfacher. Ne? Und dann spielst du B, D, F, B. Am besten mit kleinen Finger, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Ne? Das Ganze wiederholt sich zweimal. Ja, genauso wie in dem anderen Part. Da hatte sich das ja auch zweimal wiederholt. Ja, jetzt spielen wir aber hier aufwärts. Und dann wieder genau das gleiche, was wir eben hatten. Nochmal F-Dur. Auch wieder so aufwärts mit der rechten Hand, ja. Ich spiele dir einmal langsam beide Hände wieder vor. Okay, also wir spielen erst F und B zusammen. Dann spielt die linke Hand komplett alleine, alleine, alleine. Dann spielt die rechte Hand alleine hier dieses D und dann wieder zusammen B. Alleine linke Hand. Zusammen das F und das E. Alleine linke Hand. Dann rechte Hand alleine. Und dann, wenn das C hier spielt, spielt hier das F mit. Und dann gehen wir hier, so wie wir es schon davor hatten, einmal hier hoch mit beiden Händen, ja? Nochmal, ganz langsam. Bis dahin, okay? Mal beide Abschnitte zusammen üben. Ja, gerne wirklich ganz oft diese Abschnitte wiederholen. Das ist extrem wichtig, damit du lernst, das fließend zu spielen und damit es sich auch langfristig einprägt, ja? Also beide Abschnitte mal zusammen. Das war der erste Abschnitt, jetzt kommt der zweite. Dann geht's weiter. Jetzt springen wir hier auf das A und gleichzeitig spielt hier die linke Hand
Auf das G, Entschuldigung, wir springen hier auf das G und gleichzeitig spielt die linke Hand hier das A, ne? Und dann spielen wir auf der linken Hand einmal diesen A-Dur-Akkord. Ja, und zwar spielen wir A, Cis, E, A. Das spielen wir einmal und danach spielen wir noch D-Moll. Ja, da kommt dann auch wieder die rechte Hand mit dazu. Ja, D-Moll erstmal. Ja, D, F und A und dann hier oben das D nochmal, genauso wie wir es bei den anderen Akkorden auch schon hatten. Und jetzt kommt hier noch die rechte Hand mit dazu und spielt hier auch nochmal D-Moll weiter, und zwar F, A und D. Auch diesen Griff gerne wieder erstmal üben, bevor wir dann beide Hände richtig zusammenspielen. Also den ganzen Abschnitt üben dann, bevor wir dann den ganzen Abschnitt üben, einfach mal diesen Griff hier üben. Und dann geht das Ganze wie folgt. Also wir sind hier auf dem G und hier auf dem A. Und das spielen dann beide Hände zusammen. Also wie spielen wir das Ganze jetzt im Detail? Ich spiele es dir mal ganz langsam vor. Also wir schlagen das G und das A zusammen an. Dann linke Hand alleine, dann Fis und E gleichzeitig und dann hier auf der linken Hand nochmal das A alleine und dann kurz danach hier das G auf der rechten Hand und dann spielt die rechte Hand alleine weiter, weiter, und wenn wir hier auf dem F sind, dann spielt jetzt hier die linke Hand das D. Und dann kommt die rechte Hand hier mit dazu. Nochmal. Ja. Einfach wirklich mal erstmal langsam üben und wenn du es dann langsam kannst, dann kannst du es auch ein bisschen schneller üben, okay? Aber das Schöne bei dem Stück ist, es spielt sich ja sowieso langsam. Das heißt, du musst hier gar nicht so durchhetzen. Ja? Es ist sowieso schöner, wenn man das Ganze langsamer spielt. Okay, und dann kommt der letzte Abschnitt. Da spielt die linke Hand einmal hier das G-Moll, ja, also G, B, D und G. Einmal aufwärts, dann C im einfachen Akkord, ja, entweder hier oben oder hier unten. Das kannst du dir dann wieder aussuchen und dann auch wieder F-Dur zum dritten Mal jetzt oder vierten Mal vielleicht sogar schon. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber auf jeden Fall nochmal F-Dur. Und das auch wieder genauso, wie wir das Ganze hatten schon, ja? Ja, also G-Moll, C-Dur und F-Dur. Und jetzt mal zusammen mit der rechten Hand. Also die rechte Hand spielt hier das G, wir spielen auch hier das G. Und das ist dann hier also der letzte Abschnitt. Ich spiele es nochmal langsam vor. G und G gleichzeitig. Linke Hand alleine, alleine und dann beim ersten Mal D anschlagen, spielt die linke Hand mit der rechten Hand zusammen, das zweite D alleine. Und dann, wenn wir hier auf das E gehen, spielt die linke Hand zusammen, alleine, zusammen, rechte und linke Hand, rechte Hand alleine und dann, wenn wir hier auf dem F sind, spielen wir auch hier auf der linken Hand das F. Und das ist es schon. Nochmal zur Wiederholung. Ich spiele nochmal diesen Abschnitt zusammen mit dem Abschnitt davor, also mit dem Abschnitt davor nochmal zusammen. Und dann. Und F.
einmal hier wieder F-Dur nach oben. Ich spiele dir jetzt nochmal einmal alles komplett vor. Ja, also wir fangen hier wieder an. Beim A. Und jetzt kann man natürlich das Haltevidal noch mit dazu nehmen und das Ganze mal eine Oktave höher spielen zum Beispiel. Und dann klingt das Ganze schon viel, viel schöner. Ja, du hörst also, wenn man das einfach nochmal eine Oktave höher spielt, wie schön das dann klingt. Wunderschön, oder? Also ich finde es wirklich richtig, richtig schön. Wichtig ist auch, ja, nicht zu schnell werden. Du kannst dir bei dem Stück ruhig Zeit lassen, aber im Rhythmus bleiben. Und dann auch nicht zu doll in die Tasten hauen, sondern ruhig auch ein bisschen leiser. Und dann kannst du, wie ich es dir jetzt gezeigt habe, auch in den Oktaven hier mal springen. Ja, kannst es mal hier unten spielen, mal hier oben spielen. Du kannst dann also einmal meinetwegen hier unten eine Strophe spielen, dann kannst du dann die Strophe nochmal hier oben wiederholen. Und dann kannst du auch, jetzt kommen wir also mal noch zu den kleinen Feinheiten, die man noch machen kann. Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt hier am Ende bist, das Ganze nochmal wiederholen. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne. Also ich wiederhole jetzt den Part hier nochmal. Gehe aber hier hoch. Das heißt, ich spiele nicht so, sondern ich spiele dann, also gehe hoch zum F vom E, gehe noch eine Stufe hoch, A, und dann gehe ich wieder runter zum F, ne? Das wäre die eine Variante, oder so hier, ne? Das ist jetzt aber nur eine kleine Spielerei, eine kleine Variante von mir ausgedacht. Also finde ich auch sehr schön, um das Ganze abzuschließen. Und was du auch machen kannst natürlich, was ich dir auch schon im Part davor gezeigt hatte, du kannst das natürlich auch hier auf der rechten Hand in der Oktave spielen. Das klingt vor allem in der Variante eigentlich echt schön, ja? Und vielleicht hast du gerade darauf geachtet, nicht nur, dass ich das in der rechten Hand in der Oktave gespielt habe, ich habe auch hier ganz kurz das nicht sofort gleichzeitig angeschlagen, sondern den Daumen hier leicht davor angeschlagen, ne? Sodass du dieses Nachhallende fast schon hast. Ne? Und das passt natürlich sehr schön zu dieser winterlichen Theme hier, ja? Also das kannst du auch machen. Ich würde dir aber empfehlen, das nicht zu übertreiben. Ne? Also wenn man es übertreibt jetzt, wenn man jetzt die ganze Zeit das hier machen würde, dann würde es so klingen. Das klingt dann irgendwie nicht mehr, das ist dann zu viel, weißt du? Das ist irgendwie, irgendwie klingt das dann ein bisschen too much, ne? Deswegen setze das dezent ein. Das kannst du auch an anderen Stellen machen, ja? Siehst du, jetzt habe ich es hier wieder nicht gemacht, weil ich es irgendwie zu viel fand. Also das kannst du gerne mal hier und da, wenn du das in der Oktave spielen möchtest, auch mal einstreuen, dass du es so nacheinander spielst. Ja, aber nicht zu viel machen. Ja, und das war's auch schon. Also jetzt hast du hier wirklich einige Versionen von Leise rieselt der Schnee hoffentlich drauf. Wenn du das Ganze soweit geübt hast, mach's ganz in Ruhe, also üb wirklich Schritt für Schritt die einzelnen Überabschnitte. Versuch jetzt nicht gleich alles hier mit mir mitzuspielen
und dann wirst du das Ganze auch wirklich schnell hinkriegen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, denn ja, es ist gar nicht so schwer, wie es jetzt vielleicht auf den ersten Blick wirkt und dementsprechend können auch Anfänger das Ganze richtig, richtig schön spielen. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Version von Leise rieselt der Schnee. Schreib mir gern wie immer in die Kommentare, wie dir das ganze Tutorial, also auch beide Parts zusammen gefallen hat. Vielleicht könnt ihr ja auch mal schreiben, ob euch das gefallen hat, dass ich das jetzt in 2 Parts aufgeteilt habe oder ob ihr das besser gefunden hättet, wenn ich das in einen großen Part zusammengepackt hätte. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich finde, so ist es doch noch ein bisschen strukturierter und übersichtlicher. Ja, ich denke, wenn ich beides in einen Part gepackt hätte, wäre es einfach zu viel auf einmal gewesen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und wünsche ansonsten euch noch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Viel Spaß dabei, diesen Song auf dem Klavier zu üben und wir sehen uns dann hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin.